Ich präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner wirkungsvollen Trainingsvideos. Sie sind zusammengefasst in einer in sich schlüssigen Trainingseinheit von ca. 30 Minuten, also einer inhaltlich und zeitlich gut zu bewältigenden Tagestrainingseinheit. Alle Übungen in diesem Video bewegen sich auf ungefähr einem Level, sodass Sie keine Bedenken haben müssen, dass es auf einmal viel zu schwer oder viel zu leicht für Sie wird. Anhand der Farbskala, die ich auf den Titelbildern Thumbnails verwende, können Sie die jeweilige Schwierigkeitsstufe des Trainingsvideos schnell erkennen. Die Farbe Weiß ist für Anfänger. Das Schwierigkeitslevel entwickelt sich dann in Pfeilrichtung mit den Farben immer weiter, bis zur Farbe Schwarz für die Experten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Training. Los geht's! Jetzt trainiere ich meine Bizeps, die vorderen Oberarmmuskeln. Dazu nehme ich mir einen Türrahmen, halte meine Hände auf Schulterhöhe und greife mir den Türrahmen. Sollte natürlich ein fester Türrahmen sein, ein stabiler Türrahmen. Mit den Füßen gehe ich vor den Türrahmen ganz unten und stütze mich mit den Zehen dabei ab. Mein Becken drehe ich dabei auch wieder ein bisschen ein, sodass ich nicht so sehr im Hohlkreuz bin. Bei dieser Übung ist das nicht ganz so wichtig, aber wir können uns das ja schon mal angewöhnen. Okay, hierbei bewegen sich gleich nur die Arme. Der Rest des Körpers bleibt starr. Also Hände auf Schulterhöhe, die Becken eindrehen, Po leicht nach hinten und dann ziehe ich mich ran. Und lasse mich wieder nach hinten sacken. Sehr wichtig dabei ist, jetzt haben wir die Grundposition, dass wir beim Ranziehen die Ellenbogen anheben. Nur dann bekommen wir auch das Gewicht wirklich auf unsere Bizeps und können die Bizeps dadurch auch trainieren. Also Ellenbogen ran, nach oben und ich ziehe mich ran. Lasse mich wieder ab. Jetzt habe ich 2 von 20. Drei. Wir machen das Ganze schön langsam. Je langsamer wir das machen, desto höher, desto stärker ist der Trainingseffekt. 4. 5. 6. Und darauf achten, dass das Becken eingedreht bleibt. 7. 8. 9.
9, 10, 11, 11 wird es meistens ein bisschen schwieriger. 12, 13. Der ganze Körper bleibt starr bis auf die Arme. 14. 15. 16. Immer die Ellenbogen schön hoch machen. 17. 18. 19. Und 20. Super. Jetzt trainiere ich Beine und Po. Schwerpunkt liegt auf den Beinen. Die Beine stelle ich ungefähr schulterbreit auseinander. Die Hände lege ich so locker an die Brust. Sie können sie aber auch irgendwo anders hinlegen, wie Sie wollen. Mir gefällt es hier oben am besten. Dann gehe ich langsam in die Knie, strecke den Po dabei aus, den Rücken halte ich gerade und dann komme ich langsam wieder hoch. Ich mache das Ganze jetzt auch von der Seite aus. Beine schulterbreit, Füße schulterbreit. Hände vor das Kinn oder an die Brust und langsam runtergehen. Po schön ausstrecken, Rücken gerade halten und langsam wieder hochkommen. Das waren jetzt 2 von insgesamt 20. Und weiter geht's. 3. 4 wieder ausstrecken, Rücken gerade, langsam wieder hochkommen. 4. 5. In der Regel lässt es sich, wenn wir stehen, gut einatmen. Und wenn wir wieder runtergehen, ausatmen und dann drücken wir sowieso den Bauch ein bisschen zusammen und dann passt das mit dem Ausatmen gut. 5.
6, 'Schön einatmen. Zwischendurch auch zwischenatmen, nicht vergessen. Es ist anstrengend. 7, 8. Oh, immer schön ausstrecken. 'Und Sie merken, wenn Sie das so langsam machen, Ihre vorderen Oberschenkel kriegen dabei richtig was zu tun. 9, 10. Immer Po schön ausstrecken, Rücken gerade lassen. 11. Jetzt fängt es so langsam an, weil wir es so schön langsam machen, in den Oberschenkeln ein wenig zu brennen. 12. 'Und Sie merken an meiner Atmung und an meinem Sprechen, dass es auch anstrengend ist. Das heißt, Sie machen auch etwas für Ihre Kondition. 13. 14. 15. So 3/4 haben wir schon. 16. Und ab dem 16. ist es oft so, dass es hier richtig anfängt zu brennen. Und so langsam kann es auch passieren, dass die Muskeln ein bisschen anfangen zu zittern. 17. Und das ist genau die Komfortzone, die wir jetzt verlassen, wo die Muskeln etwas mehr als sonst zu tun bekommen, damit sie später wachsen wollen und sich an künftige Belastungen anpassen können. 18. 19. Also ich merke das jetzt schon ganz gut in den Beinen. 20. 21.
Super, 20 haben wir geschafft. Ich bin ins Schwitzen gekommen und Sie wahrscheinlich auch. Jetzt trainiere ich meinen unteren Rücken, also eigentlich meinen ganzen Rücken, aber der Schwerpunkt liegt auf dem unteren Rücken und dort auf dem mittleren unteren Rücken. Ich lege mich dazu auf den Bauch, auf die Matte. Der Unterkörper, also die Beine, Bauch und die brauchen hierbei nichts zu tun. Meine Hände, die halte ich in die Luft neben meinen Kopf. Meinen Kopf hebe ich an und hebe dann meinen ganzen Oberkörper an, soweit es geht. Schön langsam. Dann wiederhole ich das schön langsam. Ich gehe schön hoch, soweit es geht. Das waren jetzt 2 von 20 langsam Wiederholungen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 wird es immer ein bisschen schwieriger. 12. 13. 14. 15. 16. Ab 16 kommen wir wieder aus der Komfortzone raus. 17. 18. 19.
20. Puh. Schön anstrengend. Super. Jetzt trainiere ich meinen oberen Rücken. Dazu nehme ich mir einen Türrahmen, der sollte stabil sein. Ich stelle mich hier unten mit meinen Füßen, meinen Zehen vor den Türrahmen. Meine Hände halte ich so, dass der Unterarm zu dem Oberarm ungefähr im 90-Grad-Winkel steht. Ich greife hier gut in den Türrahmen rein und lasse mich nach hinten gleiten. Mein Becken drehe ich ein, sodass ich nicht so im Hohlkreuz hier stehe, sondern so. In dieser Position ziehe ich mich langsam an den Türrahmen heran. Dann lasse ich mich langsam wieder abfallen. Jetzt kommt noch eine Ergänzung. Ich ziehe die Schultern dabei nach hinten. Also ich stehe hier nicht so mit den Schultern nach vorne, sondern so mit den Schultern nach hinten. In dieser Position ziehe ich mich an den Türrahmen heran. Und immer darauf achten, dass das Becken eingedreht bleibt und dass die Schultern nach hinten gezogen sind. So, jetzt habe ich 2 von 20 und 3. Das Ganze mache ich schön langsam. 4. 5. Wenn zwischendurch die Hände schlapp machen, beziehungsweise die Unterarme, die Handmuskeln das nicht so gut greifen können, dann schüttle ich die Hände zwischendurch mal aus, gehe wieder in die Startposition hinein, Zehen wieder ran, Arme wieder in 90-Grad-Winkel, Becken eindrehen, Schulter zurück und weiter geht's. Ich glaube, ich war jetzt bei 6. Sieben. 8. Schön langsam. 9. 10. Und ich mache eine kleine Pause, weil es ist anstrengend für die Finger. Zumindest wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Gehe wieder in die Position, Zehen ran. Die Unterarme im 90-Grad-Winkel. Becken eindrehen, Schulter zurück. Weiter geht's.
11. Der ganze Körper bleibt starr, nur die Arme bewegen sich. 12. 13. 14. 15. 16. So, schütteln wir die Finger nochmal aus. Und weiter geht's. Unterarme 90 Grad Winkel zu den Oberarmen. Becken eindrehen. Schulter zurück. Weiter geht's. 17. 18. 19. 20. Super. Ich trainiere jetzt meine hinteren Oberarme, meine Trizeps. Ich nehme mir hierfür einen Hocker und eine Matte. Die Matte, damit die Knie, auf denen ich hier einen Drehpunkt habe, damit die weich liegen. Und den Hocker, damit ich mir diese Übung ein bisschen leichter machen kann. Ich halte meine Oberschenkel so weit vom Hocker entfernt, dass sie ungefähr senkrecht sind und dass meine Arme, wenn ich sie auf dem Hocker abstütze, auch ungefähr senkrecht sind. Ich lege die Hände so zusammen, so Daumen an Daumen. Und wenn ich mich hier abstütze, stütze ich mich mit den Handballen ab und nur mit den Handballen. Dann gehe ich langsam nach unten. Also ich lasse mein Gewicht Richtung Hocker und drücke mich wieder nach oben. So, das ist die Grundhaltung. Jetzt gibt es noch eine Sache, auf die wir achten können oder sollten, ist, dass wir das Becken eindrehen. Also nicht so, sondern so. Das ist gesünder für den Rücken und stärkt zudem auch noch Ihre ganz gesamte Muskulatur hier unten im Rücken- und Beckenbereich. So, ergänzen können wir das noch durch einen leichten Katzenbuckel. Und dann geht es weiter. 2 von 20 habe ich jetzt. Jetzt gibt es noch 18 langsame Wiederholungen. 3. 4.
5, 6, 7. Und je langsamer Sie so eine Trainingseinheit machen, desto schwerer ist es. 8. Und desto größer ist Ihr Trainingserfolg. 9. 10. 11. Ab 11 wird es immer ein bisschen schwerer. 12. Und trotz, dass es schwerer wird, sollten wir auf unsere Beckenhaltung achten und auf unseren leichten Katzenbuckel. 13. 14. 15. 16. Ab dem 16. Mal der Wiederholung wird es dann nochmal 17. Nochmal extra schwer. 18. Da kommen wir aus der Komfortzone raus. Das ist auch gewollt. 19. 20. Jetzt sollten Sie es gut in Ihren hinteren Oberschenkeln merken. Super. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen und abonnieren diesen Kanal. Dann verpassen Sie kein neues Video von mir und kommen schon bald Ihrem Wohlfühlkörper ein bisschen näher. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Lars Positivdenker.